Hallo, Hallöchen und herzlich willkommen zu dem Stream im Stream. Hallo, hallo, hallo. Ich hoffe, es geht euch allen gut. Es hat schon angefangen. In 7 Minuten, wie ihr seht, geht's dann los. Ich hoffe, der Sound passt so halbwegs. Wenn es zu laut oder zu leise ist, bitte. Ich habe mal so mittig gestellt. Das müsste theoretisch in etwa passen. Echt in lauter. Aber es ist gerade nur die Musik. So. Ja, wie ihr seht, haben wir uns heute zusammengefunden, um den Genshin Impact Version 4.3 Livestream oder das Special-Programm oder Sondersendung anzuschauen. Und wie man sieht, wir sehen schon was. Wir sehen Chevreuse mit Fontaine-Ayaka. Muss man mal sagen, ihr Outfit ist super cool. Also, das Kostüm habe ich mir ausnahmsweise gekauft. Normalerweise würde ich mir keins kaufen, aber bei Ayaka ist das so ein Upgrade, finde ich. Ich mag das Outfit so gern, auch wenn ich sie in letzter Zeit echt nicht mehr gespielt habe. Und, ja. Es wird anscheinend eine große Show gehen und ein Film gedreht. Und ein neuer Charakter da hinten, hinter Furina. Sieht irgendwie sehr Inazuma-tastisch aus. Interessant, interessant. Ich bin schon sehr gespannt. Ich werde, glaube ich, noch einmal ganz kurz an meinem YouTuber rumfummeln. Bevor wir loslegen. Weil Vibrierung gefällt mir nicht ganz so gut. Jetzt noch schlechter. Ich glaube, es passt. So, ich werde mich einfach da unten in die Ecke schieben. Zack, zack, zack. Wo ich hoffentlich relativ wenig Platz wegnehme. Wir werden dann sehen. Ja, was wird uns in 4.3 erwarten? Gute Frage. Was denn? Achso. Evo lacht im Hintergrund. Ich denke natürlich, er lacht über mich. Evo schaut sich Anime an, anstatt sich meinen Stream anzuschauen. Sowas aber auch. Guten Morgen, Penraugion. Willkommen, willkommen. Schön, dass du es hergeschafft hast. Und Hallöchen, Mifun. Willkommen. Wie geht's euch? Ja, wir werden auf jeden Fall etwas über Navia sehen. Wir werden was über Chevreuse erfahren und wahrscheinlich über die neuen Events. Wahrscheinlich wird es auch eine neue Story geben. Ich weiß nicht, ob wir ein neues Gebiet bekommen werden. Keine Ahnung. Nachdem die Hauptstory jetzt abgeschlossen ist. Ich meine, ich bin jetzt um einiges weitergekommen, was Story und Quests und so betrifft. Das Einzige halt. Ein bisschen Erkundung fehlt mir noch und so Quests. Aber das wird schon. So, 4 Minuten noch. Ich finde es gut, dass sie endlich so einen Countdown gemacht haben, weil früher musste man immer da stehen, genau auf die Minute und refresh, refresh, refresh. Damit man ja den Anfang nicht verpasst und die ersten 20 bis 30 bis 1 Sekunden bis 1 Minute hat man dann immer verpasst. Ja. Gut. Aber ich bin sehr, sehr gespannt. Ich bin immer noch gespannt, ob mich Navia nicht vielleicht doch überzeugen könnte. Ich weiß es nicht. Als Charakter mag ich sie gerne. Aber ich habe eigentlich gesagt, ich pulle jetzt nicht in 4.3. Außer Nahida kommt. Das ist was anderes. Aber ich würde mal sagen, wir haben einen Ayaka-Rerun. Schauen wir mal. Heißt noch lange nichts. Aber Ayaka war ja auch schon länger nicht mehr. Also plausibel wär's. Yes, hallöchen Mia, willkommen. Nicht vergessen zu trinken, gute Sache. Gerade erst mit Essen fertig geworden. Ich habe heute Steaks gemacht mit Ofen, Blumenkohl oder Kaffeeol. Super gut. Einfach ein bisschen Öl, Gewürze drauf, schön einreiben und dann in den Ofen rein und dann super lecker raus. Prost, Wassermarsch. Ja, wir werden auf jeden Fall wieder Codes haben. Die werde ich dann schnell abtippeln. Heshi hat sich leider entschuldigen lassen. Er hat anscheinend die Nacht durchgemacht. Sie ist jetzt zu kaputt. Deswegen werde ich schnell die Codes für uns zusammenschreiben.
Yes. Post war noch nicht da. Glaubst du, heute kommt die Post mir? Am 8.? Weiß gar nicht, ob sie heute ausliefern oder nicht. Oder ob die auch frei machen. Oder frei haben eher. Ich meine, theoretisch, wenn ich nicht meinen freien Tag am Freitag hätte, müsste ich ja auch arbeiten bei uns. Wir haben nicht geschlossen am 8. Dezember. Wir haben von 10 bis 18 Uhr geöffnet. Yes. Wie soll es auch anders sein? Chip. Aber ich habe heute meinen freien Tag, also ist alles gut und wir können uns den Livestream anschauen. Es ist sonst nichts dazwischen gekommen. Was will man mehr? Yes. Und anschließend, wenn dann der Livestream vorbei ist, möchte ich dann gerne ein bisschen Genshin spielen. Wir haben die Woche im Stream noch überhaupt nicht Genshin gespielt. Und ich dachte mir, normalerweise nach dem Livestream ist man immer so gehypt. Oh, dann passt das ganz gut. So, 1 Minute 20 noch. Wow. Ich hoffe, wir bekommen coole neue World Quests auf jeden Fall. Und Events sind sicher auch spannend. Und natürlich was über die Charaktere kennenlernen. Weil Chevreuse haben wir jetzt zum Beispiel noch überhaupt nicht im Game gesehen. Nicht jeder hat Feiertag. Ja, aber in Österreich schon, oder? In Österreich überall der 8. Und das ist auch Bundesländer verschieden. Und deswegen meinte ich ja, nicht jeder hat Feiertag. Es ist ein Feiertag, aber einige Geschäfte machen halt eine Ausnahmeregelung und dürfen ausnahmsweise geöffnet haben, aber halt nur von 10 bis 18 Uhr. Zum Beispiel. Ich denke, die meisten Büros haben zu. Der 8. Dezember ist für ganz Österreich Feiertag, ja, sage ich ja. Wenn man arbeitet, gibt es auch, glaube ich, doppeltes Gehalt. Also extra. Aber ich habe heute frei, also. Ich glaube, letztes Jahr habe ich am 8. gearbeitet, wenn ich mich richtig erinnere. Oder? Ich weiß es gar nicht mehr. Vorletztes Jahr, oder? Egal. 8, 7, 6, es geht gleich los. Wie passt der Sound eigentlich? Ihr müsst mir sagen, wenn es zu laut oder zu leise ist, dann bitte Bescheid sagen, dann passe ich das noch ein bisschen an. Okay, everyone. I assume that you know why we're here, right? I've checked the perimeter. The coast is all clear. All right, then it's time. Time to shop for the latest fashions at Chioria Boutique. Huh. Don't you think something sounds Vielleicht a war little das off about that Chiori. line? Yeah, this is Chioria Boutique that we're talking about. I feel like we need something that sounds, I don't know, a little more extravagant, maybe? We'll have to talk Yeah. about it later. The lights have been turned on and the audience is already here. The program is starting. Oh, hi. Hi. Welcome to the Genshin Impact version 4.3 special program. Yay! As you can see, our show is sponsored by Chioria Boutique, one of the leading fashion houses in Fontaine. But before we go any further, let's take a moment to watch the version 4.3 trailer. Der Trailer. Camera operator. That can be a pretty technical job. Are you really up to it? Ich glaube, wir müssen wirklich einen Film drehen. Wie noch immer, ob es Wait, irgendwo ein you Kino put no gibt. thought into finding a good camera angle, and the characters weren't in the shots. Positions, everyone! Nice to meet you. I am Navia, the president, leader, commander-in-chief, executive director, and boss of Spina di Rosula. Hey there! Talent. Sie kämpft mit dem Schirm? Yeah! Die Peach. Umbrella warfare, I guess. Fire! Der Schirm kann schießen? Oh, das ist brutal. All right, cameras will start rolling as soon as the set is ready. Whoa, Farina's really kicking things into gear as the director. Props and lighting set the scene. Actors can get their makeup done. Extras, go over your positions. Camera ready, get the clapperboard. Ich habe Hayato Actors, gesehen. to your position. Lights, camera, action. Okay, es ist wirklich Chiori. Enough, villain! Pay for the death of our mother! You're just as naive as her. Did you really think 2 muskets would be enough to defeat me? Your crimes are evident. Jetzt bin ich gespannt, was sie kann. Okay. Oh, Hilfe. Okay, sie ist auf jeden Fall schwer. Drop your weapon. Wohl auch. Und sie kann schießen. Da ist die Chiori so wieder raus. Wer hat mich nicht interessiert? Hat euch in Seele. Tschüss, Seele.
Not bad. The actor's emotions were all on point. Let's keep that take. We'll move on to the next scene. Jui. Did you really think you'd get away? Chevreuse. You can keep your Mora, and you can go to hell. Oh no! Excellent! That was beyond mesmerizing. Let's make a film that'll make some serious waves in Fontaine. Not the kind of waves that drown people. Okay. I mean, the good kind of waves. Erster Code. Tipp, 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 tipp. Das. So, zack. Moin, wie geht's? Hallöchen, mir geht's gut, Seele. Wie geht's dir? Alles klar? Joi. Okay, also die derzeitigen Contender für Reruns wären Luimir und Ayaka. Aber Chiori ist cool. Die gefällt mir. Aber die kommt noch nicht. Zumindest nicht in der nächsten Version. Die kommt... Okay, sie sieht auf jeden Fall sehr, sehr spielbar aus. Würde ich jetzt mal sagen. Die kommt dann mit den ganzen Reruns zusammen. Wow! Welcome back to the Ach, ich freue mich gerade drüber, Yui mal wieder zu sehen. Ich mag sie auch so gerne. Du musst gleich losarbeiten, oh weh. Hey everybody, I'm Brenna Larson, the voice Einen schönen of Navia, Arbeitstag wünsche ich dir dann president trotz of allem. Spina di Rosula. And I'm Erica Lindbeck, the voice of Chevreuse. Yay! Oh my gosh, I'm so excited. This is the first time we've had you two on the special program. So excited. It's so great. Okay, so actually, we have a tradition on the program where we all get to sing everyone a little song. Oha. Huh? Okay, nice try. Dann wird I've seen gesungen. the special programs before. You don't want to sing a song? Ach, muss halt nicht so lang, dafür aber nochmal Sonntag rein. Sonntag ist fies. Genshin Impact. No, okay. Ooh. Back to business, back to business. Okay, like we mentioned before, this program is sponsored by the Chioria Boutique. So while we're sharing content from version 4.3, I also wanted to get some inspiration for shooting commercials for the boutique. We don't want to let our client down. Yeah, and speaking of new content, we can't have a new version without introducing some new characters. As you already saw in the trailer, Navia and Chevreuse will be our new playable characters. Yay! I'm sure many of our viewers are already familiar with Navia after seeing her throughout Fontaine's Archon quests. But who is Chevreuse? Who indeed? Gute Frage, noch nie vorgekommen. Mentioned Chevreuse before in their voice lines, but Chevreuse will finally be making an official appearance in version 4.3. Chiori, where's gibt Navia? Oh, Ehrlich by the way, what gesagt, do you jetzt think so of vom letting one of our Design characters wäre ich from auch eher für version Chiori. take the lead role in our commercial? Oh, well, I Was, mean, if 10 we're shooting Sekunden, a bis ich video for gesteinigt Chioria werd? Von Boutique, wem? then I think Navia would be an obvious choice. After all, Navia's clothing was designed by Chiori herself. Wait, Erica, that was actually a really natural sounding product placement for Chioria Boutique. You're amazing at this. Oha, dachte, du findest Navia auch super. Ihren Charakter finde ich super. Das Design ist super detailreich, aber ich bin nicht 100% Fan davon. Ooh, and Ich mag sie by nur als Charakter in der fashion Story. show, we mean her character showcase. I always say that blind optimism Aber isn't schauen the wir mal answer. Gameplay, was das If kann. you want a bright future, you have to go out and seize it with your own two hands. Der Claymore ist wild. Und es kann sich in einen Schirm verwandeln. This one's got your name on it. Und der Schirm kann schießen. Proper send-off from the Spina with love. Smile. I'm sorry, can we take a moment to appreciate how perfectly Chiori customized Navia's clothes and accessories to reflect her personality? She clearly pays a lot of attention to the small details. Erica, I love how seriously you're taking this Bin ich irgendwie auf der sponsorship. falschen It's really great. Seite wieder. While we're on this topic, though, Navia's parasol seems pretty interesting.
On the outside, it looks like a delicate Er accessory weiß nicht, so used to viele sind block von out the Navia sun. sehr On überzeugt, the aber nicht inside, meins. there's actually a secret Ich würde jetzt firearm im that ersten can be Moment auch used nicht für to sie ward off pullen. enemies at a moment's notice. Deswegen schauen wir mal. It's elegant and fierce Hallöchen all at Phil, once. willkommen. Just like Navia Aber die herself. Musik in Fontaine ist Exactly. insane. Die Musik Even ist when it comes immer to her insane. enemies, Navia is not the type to eschew basic etiquette, so she prefers to maintain appropriate distance while in combat. While using her elemental skill, Navia opens her gunbrella and fires multiple gunbrella? Rosula shard shots that can pass through opponents, dealing geo damage upon a successful strike. Ooh. For a period of time after using her elemental skill, Navia's normal, charged, and plunging attacks will deal increased damage and become infused with the power of Geo, which Oh. cannot be overridden. Now, when Oh, Navia's okay. in combat, there are these little markings around her that look like bullets. I wonder if that's some sort of ammo for the gunbrella? Oh, yeah. Yes, you guessed it. When a character in the party obtains an elemental shard created from the crystallize reaction, Navia will gain crystal shrapnel charges. Navia will consume these charges after unleashing her elemental skill. Her skill damage increases with the number of charges that she's Interessant. accumulated. Oh, okay. So you're saying Endlich that mal wieder ein Navia's Use für elemental skill becomes crystallized more powerful charts. if she works together with other characters in the party to trigger the Oh, mal eine crystallized schöne reaction. Bennett C6-Synergie. Warum nicht auch andere Okay, Chars? great. Navia's elemental burst calls forth the Rosula Dorata Salute, which unleashes a massive bombardment on opponents in front of her, periodically dealing geo elemental damage. I should also mention that Navia will accumulate crystal shrapnel charges at certain intervals if she strikes enemies with the Rosula Dorata Salute. Ah, okay. Ooh, now that salute is spectacular. That's awesome. Okay, interessant. I heard Weiß that genau, the wo der Spina Ort da Rosula ist. likes to perform firearm salutes Das ist dann before neben important dem negotiations. Beyblade-Kreisel da You know, in as der a way Nähe. to celebrate future success. And don't misunderstand, you guys. It's not an intimidation tactic at all. Oh, okay. Yeah, I guess that's just the Spina's way of showing respect in their own Die way. Animation totally. mega. Not intimidating at all. No. As the president of the Spina di Rosula, Navia is always trying to collect the latest intel by exploring all corners Okay. of Fontaine. When Navia is dispatched on a 20-hour expedition in Fontaine, rewards gained will be Oh. increased. Das Okay, neue, das so neue we just Expedition mentioned that Navia is the Menü. president of the Spina di Rosula. So I think we should bring up Spina's Story contributions quest. to averting Fontaine's prophesized crisis. Hmm, I mean, it was all thanks to Navia's leadership. exactly. Some people even lost their lives Wir haben during schon that so viel disaster. Story eigentlich von ihr I'm gehabt, certain that those persönlich. events weighed heavily Aber on warum Navia, nicht? but she remained tough and committed to leading the Spina. Yeah. Yeah, and while we're on the topic of Fontaine's crisis, though the prophesized dangers are over, the town is probably still busy rebuilding everything, right? I bet Navia's gonna be occupied with that for a long time. Oh, definitely. That's something that travelers will be able to see for themselves. Navia's story quests, the Rosa Multiflora chapter, will become available in version 4.3. The Hurrah. Spina will be working diligently to rebuild Poisson. Though repairing the houses will be straightforward, the emotional distress may be much more difficult to Ich glaube, address. einfach um sie nochmal If zu you're pushen curious am about how Release, Navia trotz and her dessen, dass crew sie are going to Geo ist. proceed, then be Wir hatten sure schon to check lange it keine out. Geo-Charaktere mehr. So excited! Yeah, Na, I'm schauen wir looking mal. forward to seeing what happens. Okay, so now that we've introduced Navia, it's time for Chevreuse to be in the spotlight. Oh, okay. Okay, I know Der Hintergrund she's ist a lila, also ist sie newcomer. You Forster. Ich habe probably vorher nicht can't drauf geachtet. wait to learn more about her. So let's get right into it. Okay, how should I introduce her? First off, Chevreuse is the captain of the Special Security and Surveillance Ja, weil Patrol. Geo immer It's noch a nicht sein Fontanian wohlverdientes organization that handles Rework all bekommen sorts of hat. Ja, difficult cases traurig. and dangerous Da criminals. passt einfach leider nichts zusammen irgendwie. She doesn't like to appear in public without good cause, so if you happen to run into her, it's likely that you're in some sort of trouble. But as long as you're a law-abiding citizen, there's no need to worry. Chevreuse is actually really easy to get along with outside of work. Oh, Feastos are just the best snack. They're easy to carry with you and go with so many sauces. Waren das Pommes in unterschiedlichen Varianten? Final warning! Kringelpommes und normale Pommes?
What? That Und das was so Kopfhörer, die sie da fire. hat? And I am not just talking about her skills. Oh my Wie gosh. setzten look sie at sie her auf mit dem idol Hut animation. gleichzeitig? I love that she loves snacks. That is so awesome. She's a girl's girl, and she gets it. Yeah, she gets Oh, it. nice. She really does. She's not exactly what you'd expect from the captain of the special patrol, though, right? I guess that's kind of true. I mean, Chevrouse's work as a captain can be really stressful. I mean, I can't blame the girl for indulging every once in a while to relieve some stress. She even adjusts her training regimen to make up for her snacking habits. In fact, she trains more than any other member of the special patrol. Her platoon really admires her for that. Wow. Okay, she's got some willpower. That is awesome. She's really admirable. The Special Patrol prioritizes combat ability above all else, so the organization Navia ist zwar often schön und attracts gut mit some Crystal Shards, eccentric aber warum nicht ein personalities. komplettes Yeah. Rework? Geo ist The quasi Special wieder Patrol an used to have einen Char problems with gebunden. insubordination, but ever since Ja, Chevreuse es ist took control, kompliziert. everyone has fallen into line. which Das she's ist not echt surprised kompliziert about. mit Geo. She commands respect among her peers, and she's a formidable fighter, and she leads by example. Though she demands excellence from Schauen her wir mal, platoon, vielleicht she holds irgendwann. herself to even higher Aber jetzt wäre halt der standards. perfekte She Moment always tries to be an gewesen. example for others to follow, whether it's investigating cases or in marksmanship practice. And it looks like a lot of her skills involve using a musket. She must be a pretty good shot. For sure. So, schauen wir mal. Chevreuse and her musket are basically partners in crime. They're inseparable. She definitely knows her way around a firearm. Chevreuse uses her musket to fire at opponents during her elemental skill. For a period of time after unleashing her elemental skill, Chevreuse will continuously restore HP to the active character on the field. Okay, During her eine elemental Heilerin. burst, Chevreuse fires an explosive grenade with her musket, which will split into secondary explosive shells upon impact. Haha, impact. Whoa. Wait, I noticed that Chevreuse has bullet-like markings around her during combat. Can she shoot a special type of ammo? That's right. Okay. Chevreuse obtains an overcharged ball when a nearby party member triggers the overloaded reaction. Holding Chevreuse's elemental skill will consume this special ammo to unleash an even more powerful pyro attack that covers a larger AoE. This attack will also grant an attack buff Overload? to all Okay. pyro and electro characters in the party. Okay, so that's where the name Overcharged Ball comes from. Uh-huh. Chevreuse actually came up with the name herself. She Oh. was reading a novel where the protagonist believed that names held a lot of power. If you give something a cool-sounding name, then you've given Interessant. yourself an advantage over your enemies. That kind of logic resonated Pompom with als her, I Mensch, guess. ein bisschen, ja, vom Outfit. Well, I guess she has a point. Oh, I should also mention what Nico. happens if Chevreuse is paired with all pyro and electro characters. If your party contains at least one Okay. character of either type, then triggering the overloaded reaction will cause an opponent's pyro and electro resistances to decrease. Okay, so it seems like Chevreuse could really shine in an overload team comp. Okay, But I speziell also für did notice that Overload. Chevreuse isn't solely limited to a musket. She also uses a polearm in combat. Interessant. Okay, honestly, if I were a criminal, I feel like I'd be pretty Darüber- nervous Über if she Overload came habe ich after schon me. Ewigkeiten nicht mehr sure. nachgedacht. Most people who have something to hide avoid Weil's her like their einfach lives depend on it. And maybe kompliziert it ist. does. In all seriousness, though, that's why Chevreuse trains so Normalerweise hard. möchtest She du has nicht, to dass be able die, to dass catch a die wide Gegner nach variety hinten of cunning geschleudert werden, criminals who sondern die try sollen to alle evade her at all zusammenkommen costs. im So Idealfall. when Chevreuse is in your party, stamina consumption from sprinting is decreased. Okay. Oh, I love that. These two new characters are great. Both of them would be great leads in our commercial. I don't know, it's so hard to choose. I know. And I will make this even harder for you. Oh no. We're about to take a look at what event wishes that travelers can look Oh, forward to in wishes. version So muss aber 4.3. langsam los. Viel Spaß noch. Danke, Seelen, dir einen schönen Tag. Bis dann. Commercial Dann. is about to get even bigger. Oh, my no. In the first half of version 4.3, travelers can look forward to event Ayaka. wishes for Navia and Ayaka. A new 5-star claymore, Verdict, will also be featured in the weapon event wish. In the second half Interessant. of version 4.3, we'll have returning event wishes Okay. from the Raiden Shogun Alle and wollten doch Yoimiya. Raiden haben. During this Bitte, time, sie ist Chevreuse will da. also receive a Und huge Yui, drop rate wie ich boost. gesagt habe, mit Be sure to Chevreuse. check them out if you're Okay, interested. macht Sinn That's irgendwie für awesome. Overload. Travelers can also look forward to two new Yui artifact plus sets Raiden in version plus 4.3. Chevreuse. Songs of Days Past and Nighttime Whispers in the Echoing Woods. Die, schon wieder Be sure neue to keep an eye on Artefakte. future announcements to learn more about them. This Ein seems like the Geo-Artefakt-Set perfect oder time was for ist our das first erste? break. Sieht so We've shared a Navia-mäßig ton aus. of information so far, and I bet travelers could use some time to digest it all. You're right. Oh, keine Definitely. Let's take a Artefakte. break while we take a look at the second group of redemption codes. The version Oh, 4.3 Code. special program is brought to you by Chioria Kira, Boutique darunter bin and will ich. return Bin gut shortly. vorbereitet. Sehr gut.
Perfekt. Immer gut vorbereitet sein. Zack. U, B, U, E, 4, M, D, E, 4, P, Z. Blop. So. Ah, Hilfe. So. Ich bin jetzt beim Pity von 72 und habe 1800 Primus bisher. Bitte vorsichtig sein mit deinem Pity. Mit 72. Uff. Welcome back, everyone. Was wie bei mir in Star Rail. We thoroughly discussed our casting options for the Chioria Boutique commercial. But the content of the commercial is also important, right? Do you have any ideas? Eine neue Waffe. If we're Ein making a commercial 4-Sterne for Claymore. Chioria Boutique, then how about we Event. include some event footage of Chiori? Oh, yay! Chiori is actually going to appear in the event for version 4.3. While the travelers have been able to see her store in the court of Fontaine, they'll finally get to meet her in person. Yes, I know. Travelers can also look forward to meeting Ayaka and Ayato in Fontaine. Chiori suggested that they should stop by, so here they are. So cool. Hey, this is actually the perfect time for a word from our sponsor. An Inazuma-born fashion icon, Chiori! Chioria Boutique is your one-stop shop for the latest and most influential fashion in Fontaine. Okay, ich dachte, man hört sie jetzt reden. Bin ich traurig. That is right. Chiori is acquainted with the Kamisato siblings because she's also from Inazuma. She actually introduced Ayaka and Ayato to Xavier and recommended that they make the trip to Fontaine for the Fontanalia Film Festival. So exciting! Will you tell us more about the Fontanalia Film Festival? Oh, the Fontanalia Festival was established to commemorate the Frag mich legendary trotzdem noch immer, wo die Filme überhaupt gezeigt werden. Es gibt keine Fernseher und es gibt kein Kino. Zumindest habe ich noch keins gesehen. Es werden nur Filme gedreht die ganze Zeit. It's one of the most important festivals in Fontaine. Like what the Super Festival duper is to Mondstadt, invincible and shining is to Liyue. sparkly magic crystal. So exciting! The Fontaine Das sieht Film mir aus wie Association proposed the Fontanalia ein Film Festival Klebeband. earlier this year. Und das And during Ultimate this time, Overlords the Mega public may Magic submit Sword. films for evaluation. The entry with the highest score will be given the Farina Award by the association. Well, Der we Farina can see Award. Farina working with Ayaka and the others here. So wait, does this mean that there's a chance that Farina might Die andere win da hinten the im Bild Farina auch zu den Award? neuen Chars Okay, now I'm dazukommt. intrigued. Ehrlich gesagt, nachdem sie jetzt so I'm gefeatured sorry, ist, but halte I'm ich das gonna für have to leave you in plausibel. suspense. Chiori. If travelers are curious about what Ayaka and the others are doing in Fontaine, or how Farina fared, you'll just have to play the event when the new version becomes available. So we know that several friends from Inazuma will be in Fontaine for the Fontanalia Film Festival, but travelers have so much more to be excited about. Okay. Travelers will also have the opportunity to participate in a variety of activity booths during the Minigames. festival. Each one will have a different theme. Ein Kampf-Minigame, ein Rätsel-Minigame. The first activity booth is the 1000 Pace Interdiction Arc Minute Sharpshooting Zone. In this activity, travelers will use the Special Security and Surveillance Patrol simulation device to practice targeting and shooting opponents. Yep. The Special Patrol wanted the Und public to anscheinend ein experience how fun Schuss-Minigame. target practice can be. And the second activity booth is called Sag ich, ein Trick Shots, Kampfevent? Tricky Lights. In this Ich habe das activity, inzwischen schon gut travelers will use the durchschaut. studio's special lighting effects to film a fight scene. Take advantage of the buffs brought about by the special lighting effects to defeat an endless stream of opponents and obtain a higher Kämpfe score. in Schwarz-Weiß. So cool. Those special lighting effects are really giving off old movie vibes. Navia's movements are also super smooth. It's all so atmospheric. Oh, for sure. But not everyone is enjoying the fun and games. Oh. Travelers will meet a contract employee at the third activity booth. She needs some help with her demanding client. During the activity Extreme Drive, travelers will help her test out stabilization mecha balls. Oh mein Gott, was sind denn das für Süße? Chases after those stabilization mecha balls. Okay, I bet that contract employee can relate since she's being chased down by that client. Totally. Stabilization mecha balls seem pretty ordinary, but they're actually very agile.
They'll Das ist lustig, automatically das kann man avoid im all Multiplayer testers by spielen. moving in the opposite direction of your movement. You can find jump boosters around the testing grounds. Okay. Travelers can use them to jump higher and further, Man muss sie which is nach perfect for Hause quickly traversing to in the other side in of a sein Feld stabilization bringen. mecha ball. Travelers in co-op matches will have to find Okay, a way das ist to ein herd as bisschen many lustig schon. stabilization Das mecha werden wir dann balls into their gemeinsam spielen, target oder? area as possible within the time limit. The more mecha balls that end up in your area, the more points you'll earn. The fourth activity booth Extreme is called Tester. Into the Frame. In this activity, Schafe travelers will get to zurückbringen zur shoot their Farm. own scenes by experimenting with different camera positions and narration techniques. Cool! We get to make a movie! That's awesome. Yeah. Travelers might remember helping out Xavier with some filmmaking back in Inazuma, but Oh. this seems more professional. Das ist Wait. lange her. Maybe this can be the inspiration for our commercial. Oh. Now that I think about it, a Fontanian man went to Inazuma to shoot a film. I guess international travel can be a source of artistic inspiration. Oh, da kommt Paimon That must have also angeflogen. been true in Chiori's case, since she opened Chioria's Erinnert mich boutique etwas an in das Fontaine. Ziegentreiben aus Ooh, Zelda that could be a Twilight strong theme Princess. for our Ja, sowas in der commercial. Art. Actually, Ayaka and Ayato aren't the only Inazumans traveling abroad in version 4.3. Kuki Shinobu just arrived in Liyue for her class reunion. Yeah, and Ito decided to tag along Oh as the boss of the no. Arataki Ich dachte, jetzt kommt gang. ein Shinobu-Event. And he Nein, brought das his ist own Arataki Kabuto with Blazing him. Armor I Beetle think he Battle plans to Boot train Camp. his beetles for battle. Wow. Yeah. The Arataki Blazing Armor Oh. Beetle Battle Boot Camp. That name is definitely very Ito. Right, for sure. Wieder der And there Käferkampf. was also a beetle battle event in version 3.4, right? Ito battles against a super powerful beetle battler. I believe his name was Grandmaster Hanakato. Yep. Grandmaster Hanakato made an impressive showing during the last beetle battle event. Mhm, This time, he's made the trip to mhm. Liyue with Ito. It seems like the two of them have met a mysterious new beetle battle master. What? Who is it? Tell us. Tell us, tell us, tell I'm us. sorry. I'm sorry. I can't give that away. Travelers will have to discover their identity during the event. Ah. Aside from meeting Oh this mein mysterious Gott. new beetle battle master, travelers can also look forward to new ways to battle. While the movement and charge mechanics remain unchanged from the original Oh. event, travelers can now also instruct Onikabuto to use guard to defend against electro bullet and jet stream attacks. Das ist gut, Make dass use man of auch the verteidigen movement, kann. charge, and guard strategies to topple your opponents no matter what they throw at you. Master them, Okay. and you'll be ready to tackle Das werden wir the schon schaffen, ultimate oder? trial of the strong. Ooh, trial of the strong. Travelers can look forward to encountering an old friend in the Fontanian countryside. That's right, Ullman came to Fontaine Neue and he brought his Silis. treasure Oder ein map neuer and Sili. treasure-seeking Sealy Ist da along Wasser in with der him. Kugel? Ein Wassersili. Ein Our mini Unterwassersili. Sealy friend is back! So cute. Travelers can Der help dritte restore Sealy. the Sealy's vitality by absorbing energy from the locations that are marked on Ullman's treasure map. In return, the Sealy will Es guide ist, us es to ist the blöd, locations dass of uns buried wahrscheinlich treasure. immer zwei After collecting Silis ancient fehlen iron werden, die coins wir during this event, nie you bekommen can können, weil exchange es them for various rewards, immer including zwei a mehr mini gibt. Sealy in your preferred color. Ooh. Okay, so in the event preview, it looked Ich hab like den some of the türkisen, treasures den lila, located den underwater, grünen. but when I first arrived in Fontaine, I discovered that Sealy couldn't follow me underwater. Is this treasure-seeking Sealy different? Oh. That is very observant of you. Oh, thank you, thank you. Ein In this Leuchtsealy, iteration of the der Lost unter Riches Wasser event, schwimmen a kann. new mini Sealy named Brilliance Da muss will ich be den available. nehmen. This new Die ganze mini Zeit habe Sealy ich mir can überlegt, travel weil mir fehlt der underwater. goldene und der pinke. Yeah. Ah. Treasure isn't the only thing that you'll discover in Fontaine's countryside. You might also come across a mysterious domain guarded by a unique swordmaster who searches Oha. for the meaning of Kampfevent. battle. During the Dance of Resolute Will, travelers will get the chance to participate in combat challenges. Each challenge stage will contain 2 rounds. Travelers must select their party compositions before the challenge starts. One of your chosen characters must be used in both rounds, but no other character can be repeated. Oh, Okay, interessant. After you complete a Ein play dance Charakter, der in objective beiden during a Teams challenge, vorkommt. you will obtain a heightened verve buff. Oh, das werde ich schon Defeating schaffen. opponents while heightened verve is active will Am grant besten you man, more man points. lässt dann die... And another old Supporter friend drin. is returning in version 4.3. That's right, it's Lieben. Lieben! Yay! Oh. And if Lieben is around, then that must mean we'll have a chance to trade a bunch of items for Primo Gems again. Ooh, exciting! Okay, so it looks like Lieben isn't the only old friend we'll be reunited with in version 4.3.
several familiar faces will be joining the Oh. Genius Invocation TCG. Neue After this Karten. update, Lini, travelers will Linette, have the opportunity to challenge Dvalin, characters Astaha. around Eine Fontaine. A new Signora-Karte. Fontaine-themed table customization will also be available. Ah, I'm so excited to see players challenge Oh some mein Gott. Melusines. I know, so exciting. TCG spielen. Travelers can look forward to the Oh. addition of several new cards, including 6 new character cards, Okay. plus 5 new monster cards, such as Dvalin, Signora, ganz schön and viele. Ajdaha, will be obtainable from the corresponding tavern challenges. But that's not all. The Forge Realms Temper event will also be making a reappearance, and there will be an update to the heated battle mode. Be Okay, on the die lookout hol ich for mir future schon. announcements. There's TCG content to look forward to outside the game as well. Die The werde ich mir Genius einfach nur Invocation holen. TCG Asia Invitational will officially begin in January Bild ist ja süß. 2024. Der Kaso hinten und die Travelers can Viecher. look forward to some friendly competition between 16 of the top TCG players all across Asia. I heard they're some of the best in the region. So cool. Oh, Goba. Be sure to follow the Astro Carnival X or Twitter account to stay up to date on Und the Dunja latest Saad news ist auch about this dabei. epic showdown. TCG spiele ich nicht mal für this is all was. so exciting. Ah, Well, hang on ich to auch that schon lange nicht feeling, mehr. because we're taking a short break to look at the next group of redemption codes. We'll be back to Ich werde das sharing more wahrscheinlich gar exciting nicht information schaffen. about Was? version 4.3 Kampfevent oder in das just a moment. mit den Bällen? Yay! Ah, ihr schaut gerade den Livestream an. Genau. So, letzter Code. Was ist denn das für ein Plakat? Psst. Albern. Wartet. Zack, zack. M. V. 5. DM. So. Da haben wir alle 3 Codes zum Eingeben. Zack. Das Kartenspiel nicht so wirklich. Es dauert einfach so lang. Das ist das Problem. Das ist so, obwohl man es ja jetzt schneller machen kann. Vielleicht ist es jetzt besser, aber es hat einfach so viel Zeit geraubt. Das Kampfevent, aber du kriegst ja auch immer Charaktere gestellt. Weil meine Chars Welcome gerade nicht back, wirklich auf dem travelers. Stand sind. We've introduced a lot of content, and we've gotten a ton of inspiration for our commercial. Honestly, our promotion is definitely shaping up. Totally. But before we reveal our new idea, Oh, die System let's dive into Optimizations. the system optimizations that the project team has prepared for version 4.3. Okay. Das ist auch eine First, Website, we wo have man some den einlösen kann. Ja, artifact-related kannst du auch auf der optimizations Website to direkt introduce. einlösen. With an ever-increasing amount of artifact sets to choose from, many Kann ich dann travelers nachher den may Link have been hoping raussuchen. for a better and quicker way to filter and locate desired Du musst noch artifacts. viele Hochstufen und After the Materialien version sammeln. 4.3 Na dann, auf update, geht's. Travelers can check out artifact set recommendations for a given Okay. character to see what Recommendations sind artifact nicht sets schlecht. active players have been choosing for that character recently. That's cool. In addition, an Praktisch. automatic locking function has been added. Now, when filtering artifacts in your inventory, you can lock the artifacts that fit your filter specifications in batches. With the Ooh. automatic locking function, newly acquired artifacts that fit your locking criteria will automatically be locked when added to your inventory. Oh. Oh, that's awesome. Travelers can have up to 2 preset auto-lock plans for each artifact set. Travelers can choose their own or follow the recommended settings summarized for active player data. Since it Oh. may take some time to collect the necessary statistics, new artifact sets will not feature recommended locking settings immediately. Okay. Yes. Of course, if you can lock artifacts in batches, you can unlock them in batches as well. Travelers can look forward to both of those features in the new update. Okay. That's not all though. What? Travelers will be able to sort artifacts by 3 different attributes. Plus, the artifact enhancement screen will allow travelers to add a greater amount of enhancement Oh mein Gott, na materials at Gott sei once. Dank. An enhancement limit feature will also be available. Hopefully, these optimizations will not only make artifacts easier to find, but also Oh. quicker to level. Be on the lookout for future announcements to learn more. The project Okay, team is interessant. always working hard to address your survey feedback. So, travelers should look forward to further artifact-related optimizations alles gut, hab schon and future gefunden. version Perfekt. updates. Feature ist geil, Improvements sehr to cool. equipping artifacts and other Das artifact-related wird dauern, weil ich optimizations nicht are weiß, wo all ich in the alles works. finde, außer die, wo ich schon mal In gefunden habe. addition, Du kannst the alles project online team has made nachschauen im adjustments to Notfall. provide smoother ascension and enhancement experiences for travelers. When you level up a character, enhance an artifact, or enhance a weapon, you no longer have to click so many pop-up windows. Oh, that's awesome.
As a new player Gott sei using a Dank. few 1- and 2-star materials to level artifacts, the whole process might feel a bit slow, especially with pop-up windows appearing. Totally. This new Man kann jetzt auch optimization gleich mehrere significantly reduces Waffen auf the einmal amount of pop-up refinen wie ein windows that we Star have Rail. to click through. So travelers can look forward to Na a Gott much sei Dank. smoother enhancement and leveling process. The next optimization has made it easier to repeat domain challenges. Previously, travelers who Das ist tried to super, man wird continue dann domain gleich wieder- challenges would be sent to the entrance of the domain. Wieder dahin This meant they'd have zurückgesetzt. to run all the way to the center to start the challenge. Mhm. But after this update, travelers who choose to continue in a domain challenge will load right next to the area Oh, where wie toll you ist das, actually wie viel start Zeit man fighting, spart. which is amazing. So happy farming, everyone! Ooh. This should make it way easier for players to farm artifacts for Navia. Oh yeah, True, true. definitely. Okay, endlich In gibt's da addition, auch version Auto. 4.3 has made it easier to clear your quest backlog. Archon Quest Chapter 2 Act 4, In the Depths, An Unexpected Reunion, takes place in the underground mines of the Chasm. Okay, In das the habe ich schon lange past, fertig. travelers had to complete the world quests, Chasm Spelunkers, and the Heavenly Stones debris before being able to proceed to the Archon Quest. In this update, travelers no longer need to complete those 2 world quests. Voll Instead, praktisch. travelers can speak directly to the miner who issued the commission to unlock a teleport waypoint. Oh. It will take them to the corresponding area and automatically trigger the next steps of the Archon Quest. Oh. Schaut mal die Karte an, die nackte. This will hopefully make it easier for travelers to quickly progress through Archon Quests. So Oh. cool. So that'll make it significantly easier for new or lapsed players Oh, to das access würde so the viel Archon Zeit Quest sparen. and claim Das those tut's dann auch. sweet intertwined fates as fast as possible. Yes, definitely. For sure. Also, one-click Das ist mir schon wieder so expeditions lange will be her. available starting in version 4.3. Oh mein This Gott, will das allow Claim All travelers ist to toll. claim expedition Und rewards Dispatch and again. repeat expeditions with a single click. Travelers will also be able to claim processed ingredients and forged items with a single click. Oh, Oh. sweet. That's gonna make Voll. it easier to collect rewards from Catherine. Definitely. Mm-hmm. There's also a ton of other quality of life improvements in Yay. this update. For example, optimizations have been made to enemy tracking with the Adventure Handbook and character selection logic during crafting and forging. In addition, when performing mystic offerings, travelers will now be able to add artifacts in batches. There's a lot to look forward to, so be sure to check future announcements for more information. Okay, moving on from optimizations, a new Fontaine-style realm layout will be added to the Serenity Pot. Simply purchase the corresponding items Yes. from Tubby to unlock it. Ah, it looks Oh mein like Gott, an endlich kommt die aquarium. Teekanne. I know, right? Okay. Travelers can use ocean currents to travel between the islands in this layout. Some islands even have ponds that travelers can use to keep fish. It looks like a Oh. cool underwater kingdom. It's just so Okay. pretty. Yeah. No. And they'll be even prettier once travelers have the chance to make them their own. I'm so excited to see what everyone's Oh, gonna das come Haus up ist with. cool. Especially Und my man kann sich friend Fische Tifa. halten. Oh, wie cool. You just want to Ah, copy Tatsache, their da ist ein kleiner designs, don't Teich. you? I don't know. Maybe. Okay, I anders knew als it. ich I have another piece of super exciting news Interessant. to share with everyone. Okay, I know, right? The annual Genshin Impact online concert, Melodies of an Endless Journey, is coming soon. I heard this year's concert is going to celebrate Genshin's classic melodies in an entirely new way. Let's take a sneak peek at some of the amazing moments Konzert. that this Ah, das concert has in Konzert store. damals bei uns. Das war echt cool. Damals. 3 Wochen her oder so. Oder 2 Wochen? Schon gar kein Zeitgefühl mehr. Okay, das ist gut, weil The Chasm fühlt sich fehlplatziert an nach Inazuma. Findest du? Es war dann der Weg, sozusagen jetzt ist es wieder, jetzt kann man wieder rein und das ist der Weg dann nach Sumeru gewesen. Gleichzeitig hat es aber auch eine verdammt gute Story mit Ito und Xiao. Die Story war echt gut. Ich kann mich schon wieder kaum noch dran erinnern, weil es schon wieder so lange her ist. Ich meine, wenn du jetzt sozusagen die Freiheit hast, überall hinzugehen, sofort nach Sumeru und Fontaine und überall, ist es vielleicht nicht das Gleiche, aber damals, ehrlich gesagt, war das so, endlich geht's weiter. Endlich öffnet sich dann der Weg und dann Chasm und dann
The danach 2023 dann Genshin concert zu held in Mero Shanghai endlich. last September will also be online soon, so stay tuned, travelers. Whoa, so we have 2 online concerts to look forward to? Yep. Further Wahnsinn. details will be announced across Genshin Impact's official social media accounts, so be on the lookout for more information. At the end of version 4.3, travelers can also look forward to the release of the 4th Genshin Impact character OST album, Stellar Moments Neue Volume Musik. 4. The album will feature 26 character songs created by the Hoyo Mix team. Wait, we're finally getting Alhaitham and Wanderer's OSTs! Yep, and Farina's song too. Her song All the World's a Stage has already been getting a ton of love. Yay! Oh, that's awesome. Neue Musik, immer gut. Okay, well, that's all the new information we have to share about the update. So, I guess that means it's time for the version 4.3 special program to come to a close. Oh no! Aww. But we haven't even come up with a plan for a Chioria Boutique commercial! Actually, we've already finished shooting it. You're right. The What? special program was a pretty good commercial. I'm certainly not going to forget the name Chioria Boutique after this. Totally. Oh my gosh, we really did cover a lot of important information today. For sure. The most important part is our final word from our sponsor, Chioria Boutique. I'm just Voll die kidding. Werbung. I'm just kidding. I just wanted to let everyone know that I'm so excited to be a part of Genshin Impact, and I cannot wait for all of you to meet Chevreuse. Totally. I feel exactly the same. Can't wait to see more Navia in her fighting action. And also, can't wait for little swimming sealies. Yes. They are so cute. So Oh. cute. Ich werd mir genau überlegen müssen, welchen Sealy ich mir hole, aber wahrscheinlich werde ich den Wasser-Sealy nehmen. Was soll man machen? Well, I am just so glad that the 3 of us have been able to do the special program together. This has been so much fun. Really fun, And yeah. that's all we have for the version 4.3 special Okay. program. I hope that everyone's Ah, looking ich forward werde to endlich bauen experiencing können. all this exciting new content for themselves. Teekanne, Be sure to check Teekanne. it out when the update goes live. Yeah. Okay, bye. All right, bye guys. See you later. Bye! So. Können wir das Outfit haben? Danke. Bitte sofort. Oh. Mit Navia. Cool. Wird jetzt auf jeden Fall anscheinend da neue Gehilfen finden. So. Oh, die Genshin- oder Honkai-Musik ist allgemein so geil. Total. Da gibt's überhaupt nichts zu sagen. Mega, mega gut. Miwau, hallöchen Tobi, willkommen. So, was ist neu? Chevreuse kommt als 4-Star-Character, Navia als 5-Star-Character. Navia kommt zusammen mit Ayaka. Und in der zweiten Hälfte sind Raiden Shogun und Yoimiya mit Chevreuse. Es gibt 2 neue Artefakt-Sets, es gibt verschiedene Events. Ein Film-Event mit Minigames, ein Arataki Ito Battle-Dingsbums, aber wir können gleich mal schauen, vielleicht sind die Trailer schon da. Die Teekanne kommt. Ja. Und die ganzen Quality of Life Sachen, die man eh schon gesehen hat. So. Zack. Ich schau mal, ob die Trailer schon da sind in der Zwischenzeit. Dann kann man uns die Trailer nochmal anschauen, da brauche ich das nicht alles dazu erzählen. Special Program? Ah, das Special Program auf YouTube fängt erst an. Das heißt, die Trailer werden noch nicht da sein.
Special Program upcoming. Okay, dann müssen wir auf die Trailer noch ein bisschen warten. Kann man nichts machen. Immer wegen dieser Verzögerung. Was? Ich muss sagen, wie sie das vortragen, ist immer wieder amüsant, das mit den Charakteren darzustellen. Ja, das ist total süß. Was war mit Reiten? Wie bekommt man die Teekanne? Kaufen. Warum? Was? Warum mit Reiten? Warum nicht? Wolltest du sie nicht eh haben? Reiten? Rerun? Habe ich mir doch gedacht, dass du da pulst. Oder was meinst du jetzt, Tobi? Wegen Yoimiya? Ja. Na, das passt zusammen. Chevreuse ist ein Overload-Charakter. Und was passt da besser? Als Raiden und Yoimiya mit dir zusammenzubringen. Wenn sie auch irgendeinen Bonus... Sie hat anscheinend auch irgendeinen Bonus, wenn man nur mit Elektro- und Feuer-Charakteren in einer Party hat oder so. Irgendwie so in der Art und Weise war das. Japanische Livestream läuft noch? 1回の操作でもう一度派遣することができます。探索派遣以外にも Warum ist 食 der 材 länger? 加工や鍛造といった制作が完了したアイテムを Wir sind jetzt gerade bei den Quality of Life Sachen. Lustig. Started 43 minutes ago. Ja. Der japanische ist gleich wieder doppelt so lang gefühlt. Livestream. Sachen gibt's. Ja. Ansonsten, es gibt ganz viele neue Karten in TCG. Was war noch neu? Ja, die Artefakte neue. Beim Event kriegt man ein Claymore. Ein Event Claymore. Ein 4-Star. Ja. Ich möchte den Bogen nicht, wenn ich den bekomme. Yoimiyas Bogen ist aber ziemlich gut. Für viele Charaktere. Selbst wenn du Yoimiya nicht hast, ist er nicht schlecht. Das mit Overload hört sich interessant an. Ja, es könnte es wieder ein bisschen interessant machen. Ich bin mir noch nicht ganz sicher, ob das was für mich ist. Ich glaube, ich werde skippen. Skip. Und lieber auf meine Reruns dann warten. Okay. Ich glaube, wir müssen ein bisschen warten, bis die Trailer kommen. Ja. Ja. Passt. Gut. Dann werde ich im Hintergrund schon mal Genshin starten. Zack. Ich spiele keine Bogencharaktere. Ja. Was soll ich dazu sagen? Es gibt auch Bogencharaktere, die sind off-field. Die musst du einfach nur hinstellen und die machen was, so wie Fischl oder so. Die musst du nicht aktiv als Bogen spielen. Ich glaube, ich habe nie Fischls Bogen-Feature verwendet oder von vielen anderen Charakteren auch nicht wirklich. Gibt es auch ein neues Gebiet? Nein. Ich brauche keine Fischl, wenn ich Reiten habe. Und ich sage, ich brauche keine Reiten, wenn ich Fischl C6 habe. Irgendwie. Seitdem meine Fischl C6 ist, habe ich Reiten nicht mehr gespielt. Aber ich habe sie auch nur auf C0. Ich weiß, dass sie mit Konstellation und Waffe interessanter wird, weil du sie mehr on-field spielst. Da habe ich aber andere on-field-Charaktere, die besser sind. Für mich. Was kann denn Fischl C6? Ganz viel Damage machen nebenbei. Als Sub-DPS. Ich spiele einen Bogenchar, ist gleichzeitig mit Reiten mein Favorite-Char in Genshin. Ja. Yoimiya zum Beispiel mit Reiten ist ganz cool. Habe ich immer gespielt damals, so Overload-mäßig. Aber wenn du einen Bogencharakter hast, ist es nicht so tragisch, wenn die Gegner nach hinten geschleudert werden. Da ist es relativ gut. Deswegen, der Doppelbanner macht eigentlich voll Sinn.
Ich spiele ja Ganyu, habe sogar ihren Bogen. Ich habe auch den Bogen, aber ich habe Ganyu nicht. Der Bogen fliegt herum. Den hebe ich auf, eventuell für Linny mal, falls ich irgendwann mal Linny bekommen sollte. Also die neue käme mit Raiden oder Yoimiya. Jupp. In der zweiten Hälfte. Damn, dass sie nicht mit Navia kommt, ist doof. Na, haben sie doch gesagt, hast nicht aufgepasst. Ich habe Raiden und Yoimiya bereits auf 10-0, ich auch. Aber ich war jetzt auch ehrlich gesagt nicht so besonders angetan, so designtechnisch von Chevreuse. So. Zack. Zack. Tada, da sind wir. Irgendwo in Fontaine im Nirgendwo. War heute noch gar nicht drin. Okay. Gestern alles voll gemacht. Deswegen meinte ich ja, es macht Sinn, dass alle drei zusammenkommen. Rein partytechnisch. Und stellt euch vor, dann claim all und gleich wieder ausschicken. Voll, oder? Tada! So, hat von euch jemand schon diesen Fungi-Event gemacht, bitte? Bitte melden. Bei Fungi-Event bitte melden. Wie lang ist da die Story? Oder gibt es da überhaupt viel Story? Ich habe nur eine 25%ige Chance, Raidens Waffe zu bekommen. Ich und? Ja, das, was ich machen konnte, habe ich gemacht. Okay. Da gibt es eigentlich keine Story. Gut. Hallöchen Chili Troll, willkommen. Happy Weekend allerseits. Euch auch, ich muss morgen den ganzen Tag arbeiten. Aber euch ein schönes Wochenende. Fungi-Event gemacht, keine Story. Okay. Hab's gerade fertig. Ist schon alles freigeschaltet oder ist noch nicht alles freigeschaltet? Muss man noch warten. Also 3 Minuten, okay. Kann man schon alles machen oder noch nicht? Oder muss man da noch warten, bis alles freigeschaltet ist? Noch nicht alles. Okay, dann mache ich das nächste Woche. Dann mache ich das. Wenn, dann möchte ich das alles auf einmal machen. Ich hasse es immer, wenn man dann einmal 5 Minuten was macht, dann den nächsten Tag wieder 5 Minuten, dann wieder. Ich mache das. Also wenn es solche Events sind, wo nicht so viel Story ist, dann mache ich das gleich in einem durch. Mache ich dann nächste Woche, wenn es fertig ist. Vielen Dank auf jeden Fall. Auf jeden Fall hallo an alle, die jetzt gerade noch reingekommen sind. Willkommen, willkommen. Chili, Random Time. Yes. Willkommen. Letzten beide sind erst morgen frei. Okay. Vielleicht mache ich es dann am Sonntag am Abend. Macht Sinn, oder? Sonntagabend dann Event komplett durch. Ich muss wegen Yoimiya meinen Frustschokolade essen. Was für eine Frustschokolade. Zack. Gut, dann werden wir heute wahrscheinlich World Quests machen. Würde ich sagen, wir haben nämlich ziemlich viel Zeit. Und da passt mir das relativ gut rein. Und das machen wir dann vielleicht am Sonntag. Mit den Fungis. Heute machen wir das Narzissenkreuz-Dings vielleicht. Endlich. Damit das erledigt ist. An den großen Sachen. Thank you, letter. Okay. The best game at the Game Awards. Okay, vom 9. bis 12. gibt es nochmal 800 Primos. Nice. Nehme ich. In Star Rail bekommen wir übrigens auch 1600 Jades. Morgen. Ich habe gedacht, Wahnsinn. Jetzt werde ich überlegen, ob ich vielleicht doch noch auf Argenti vielleicht pull. Es wird hart, aber vielleicht geht sich das alles aus. Ich muss nur 50-50s gewinnen. Dann ist alles kein Problem. Oder mal ein Early. Das wäre cool. So.
Weißt du, ich komme gerade vom Special Program. Was hältst du von den neuen Charakteren? Ehrlich gesagt, ohne sie jetzt live zu spielen, in der Hand zu halten und selber auszuprobieren, kann ich noch nicht dazu sagen. Bei Navia hängt wahrscheinlich vieles von ihren Stats und Multipliern ab, weil nur Geo alleine, weiß nicht, das bringt irgendwie, es ist kompliziert, weil Geo kompliziert ist. Wenn natürlich ihre Stats, ihre Werte ganz, ganz hoch sind und sie super viel Damage alleine macht, dann kann man auch schon was Gutes draus machen. Der Kuckuck im Hintergrund. Wenn wir jetzt zum Beispiel mit Goro oder mit anderen Charakteren zusammen im Team. Könnte cool sein. Aber ich weiß nicht. Spricht mich jetzt nicht so hundertprozentig an. Ich mag sie in der Story und alles, aber ja. Und Chevreuse, das muss man ehrlich gesagt auch ausprobieren. Ich weiß es nicht. Ich muss jetzt sagen, ich bin nicht so, zurzeit nicht so der größte Pyro-Fan. Ich habe praktisch in keinem meiner Teams mehr Pyro-Charaktere drin, weil ich habe auch alles versucht mit Rio, Meld und Burn, Meld und alle möglichen Sachen. Und ich habe das Gefühl, alles andere ist stärker. Und macht mir mehr Spaß. Ich weiß nicht. Ja. Zurzeit bin ich sehr kryolastig irgendwie. Meine Kristalle sind alle dahin. Ja, aber ansonsten schauen wir mal. Ich bin ein bisschen skeptisch. Aber vielleicht, wenn man sie ausprobiert, ist es dann was ganz anderes. Aber jetzt mal so im ersten Moment würde ich sagen, Skip für mich. Nochmal Primus, ja! Voll toll, oder? Sammle weiter. Ich spare. Okay, gut. Reiten kommt. Das heißt, ich werde noch ein bisschen Zeit bis Nahida haben. Egal. Dann wird halt mal 1, 2 Versionen wahrscheinlich nicht gepullt. Und dann geht's wieder los. Dann hole ich mir die ganzen Konstellationen, die ich haben will. Yay. Was haltet ihr von den Charakteren, Chat? Also, Chat. Also ich muss sagen, ich finde Navia eher uninteressant wegen dem Großschwert und Geo. Aber Chevreuse finde ich sehr interessant vom Kit und Co. Ja, wie gesagt, es könnte interessant werden. Aber ich weiß noch nicht so ganz. Das muss man echt ausprobieren. Das so gut spielt mit dem Overload oder ob das letztendlich... Ich meine, vielleicht wirklich für Yoimiya zusammen. Heilen kann sie auf jeden Fall. Ah, da hinten ist der Fungi-Event schnell weg. Nicht, dass ich da was starte. Versehentlich. Aber schauen wir einfach mal, wie es weitergeht. So, ich werde eine klitzekleine Pause kurz einlegen und dann werden wir uns, würde ich sagen, einfach an die World Quests machen. Weil die machen sich ja auch nicht von selber und dann habe ich das auch erledigt. Check. Dann kann man sich auf andere Sachen konzentrieren. Weil ein bisschen was gibt es noch zu tun auch. In Fontaine sind doch noch relativ viele Quests offen. Machen wir mal das Wichtigste, dass das weg ist und dann schauen wir weiter. Yes, das ist mein Plan. Gut, gib mir kurz 3 Minuten. Es gibt eine ganz, ganz kurze Pause und dann geht's mit Genshin weiter. Yay. Dann bis gleich. Zack.ああ、人気すぎるのも悩ましいものだね。ま、こんなに好かれているんだから仕方ないか。
お茶会は淑女の必修科目さ。お茶会における礼儀作法を学びたいなら僕が教えてあげよう。つまんないの。何か面白いことはないかい？So, ich bin wieder zurück. Yay! Jetzt schaue ich noch einmal ganz kurz hoppala nach den Trailern. Ja, die werden wahrscheinlich wirklich erst danach kommen. Oh nein, der Trailer ist sogar schon da. Wollen wir noch mal den Trailer schauen? Camera up. Zack. Ganz kurz. Ups. So, dann können wir noch einmal schauen. So viel Zeit muss sein. Wartet, lass mich ganz kurz schauen. Blub. Es ist kompliziert. Tada! So. Kira, bei mir liegen noch so viele Primus in meiner Welt und ich bin zu faul, die zu sammeln. Da kann ich dir nicht helfen, Tobi. Same, manchmal muss man einfach auf den richtigen Tag warten, wo die Motivation wieder da ist. Die Motivation ist nicht das Problem. Zu viel anderes zu tun ist das Problem. Ich habe halt nicht wirklich Tage, wo ich erkunden will. Okay, dann nicht. So, schauen wir uns nochmal den Trailer an. Operator. That can be a pretty technical job. Are you really up to it? Wait, you put no thought into finding a good camera angle, and the characters weren't in the shots. Positions, everyone! Directed by Furina. Nice to meet you. I am Navia, the President, Leader, Commander-in-Chief, Executive Director, and Boss of Spina di Rosula. Hey there! Der Schirm ist wild. Umbrella warfare, I guess. Fire! All right, cameras will
start rolling as soon as the set is ready. Whoa, Marina's really kicking things into gear as the director. Props and lighting set the scene. Actors can get their makeup done. Extras go over your positions. Ich sehe Camera Ayato, ready, ich bin get the glücklich. clapperboard. Actors Warte to mal your ganz kurz. positions. Lights and lighting set the scene. Actors can get their makeup done. Extras go over your. Jetzt müssen wir schauen. Aber schaut euch das Design an. Ich kann mir nicht vorstellen, dass sie so ein Design machen für einen Charakter, der nicht spielbar ist. Oh mein Gott, sie ist hübsch. Wartet. Egal. Actors can get their makeup done. Irgendwo eine Vision. Extras go over. Es tut mir leid wegen dem Sound. Nichts gesehen, oder? Aber Caption können wir schon lassen, warum nicht? Aber sie ist hübsch. Wurde schon bestätigt, dass sie ein NPC ist? Wirklich? Dem Design? Camera ready, get the clapperboard. Haben sie das gesagt? Actors to your position. Nein, nichts, Xavier. Camera action. Enough, villain! Pay for the death of our mother! You're just as naive as her. Did you really think 2 muskets would be enough to defeat me? Your crimes are evident. Drop your weapons. Justice will prevail. Not bad. The actors' emotions were all on point. Let's keep that take. We'll move on to the next scene. You mean Did you really think you'd get away? Chevreuse? You can keep your Mora, and you can go to hell. Nein, Joey. Excellent! That was beyond mesmerizing. Let's make a film Der that'll make Farina some Award. serious waves in Fontaine. Not the kind of waves that drown people. I mean, the good kind of waves. So, der Event. Mit dem Schießspiel. Ja, sie ist ein NPC, aber ich muss auch sagen, dass ich es schade finde. Na, schauen wir mal. Ich bin praktisch kein NPC, der so ein detailliertes Design hat. Mit einer komplett eigenen Frisur, komplett eigener Kleidung. So detailreich. Und nein, der Käferkampf, Hilfe. Pommels Mensch. Da fehlen aber die Öhrchen. Kampfevent natürlich wieder. Und Silis. Und lieben. Hi, hab Ayato. Gratulation, Raffi. Ah, da sieht man nochmal das 4-Sterne-Schwert. Schauen wir mal, was das kann. Neue Artefakt-Sets. Keine Ahnung, was die können. Haben sie nicht erwähnt. Zack.
カメラマン Bitte doch kurz. Dieser Stress. カメラマンそれって高度な技術が求められる仕事だよ。本当にできるの？ちょっと待って。どこを重点にしたいのかも感じられないし、人物も画面内に収まってない。5本。さあ、役者は位置について。スピナディロースらの現会長であり、リーダーで司令塔で取締役でボスのナビアよ。 Mit der Sonnenbrille, das ist 本 wild. 当に嬉しく思ってる。ヤッホー。 Juhu! Was sind Sie denn für ein Venti? Oder March? Das war eher ein March-Jaho. Ja. よし、行動開始だ。セットができたら撮影を始めるよ。本当に板についてるな。照明技師と道具係は現場のセッティングを、主演の2人は先にメイクをしてきてくれ。カメラマン、スクリプター、役者は準備して。3、2、1、キュー。 Tio, die ist hübsch. お Kann 母 mir さんを nicht helfen. 殺した悪党め。 Und Ayaka ist perfekt als Schauspielerin. Erinnert ihr euch damals noch an diese eine Szene von Ayaka? So cool. So, apropos Ayato, was glaubt ihr, wie viele Sekunden man diesmal im Event Ayato sehen wird? Hm? Wer bietet mehr, wer bietet weniger? 5 Minuten? 6 Minuten? もしかして。逃げられるとでも？シャブルーズ。その金を持って地獄で懺悔するといい。 Chevreuse macht ihren Job auch gut. この絵で波のようにフォンテーヌを設計しよう。いや、その人々に衝撃を与えようって意味。水没させるんじゃなく。 Okay, jetzt kommen nur noch mal einmal die ganzen Events. Die muss man nicht unbedingt nochmal sehen. Cool. Und die Teekanne. Und ganz viele neue TCG-Karten. Zack. Weiß schon. Ich habe lange gewartet. Und jetzt werde ich endlich das einlösen können. Die Dynamic Card. Wenn schon, denn schon. Ah. Endlich. Endlich die El Hatham-Karte. Yay. Okay. Haben wir die Trailer gesehen. Jetzt kann ich eigentlich zumachen. Zack. Gut. Seid ihr bereit? Ich denke schon. Jetzt gebe ich noch ganz schnell die Codes ein. Ja, hier. Und den Sound müssen wir wieder aufdrehen. Sonst hören wir nichts. Zack. Und dann Redeem Code. Nicht vergessen, oben habe ich die Codes angepinnt. 300 Jades sind 300 Jades. Ich hoffe, ich habe die Codes richtig abgeschrieben. Das werden wir jetzt gleich dann testen. Okay, Code Nummer 1 ist okay. Code Nummer 2 ist auch okay. Richtig gut aufgepasst beim Tippen. Yay, Code Nummer 3 auch. Tada! Yay! Sehr gut. Ich habe übrigens Rios Namecard bekommen. Vorgestern, glaube ich. Ich
habe ja meine Karten. Okay, hast du schon alle Karten? Mir fehlt nur eine Furina-Karte. Sind richtig. Okay, super, perfekt. Jo, hab sie schon eingelöst. Perfekt. Was? Vor allem Jades in Genshin? Code for Kira the Best. Genshin hat leider nicht bei TGA gewonnen, oder? Anscheinend nicht. Soweit sind wir noch nicht mit Schauen gekommen. Wir haben heute in der Früh angefangen zu schauen. Game Awards, aber wir sind jetzt irgendwo in der Mitte drin. Gerade da, wo Mobile Game gewonnen hat. Das haben wir geschaut. Und ja, weit sind wir nicht gekommen. Irgendwo in der Mitte sind wir. Game Awards. Schauen wir mal. Werden Evo und ich dann heute am Abend fertig schauen. Voll toll. Ich habe schon einige coole Sachen gesehen. Wassermarsch, Prost. Hallöchen, Dark Knight, willkommen. Game Awards war eher viel Müll, findest du? Ich habe ein paar coole Trailer schon gesehen, die ich spannend fand. Ich meine, es kommt jetzt ein 3D Arc Knights raus, was ziemlich nett aussah. Ich meine, ich habe ja damals mal Arc Knights auf dem Handy angefangen. Und dann kam erst so viel Dialog und ich war da an dem Handy und drücke und drücke und drücke und der Dialog hört nicht auf und irgendwann ist halt dieses Tower Defense und ja, dann habe ich, glaube ich, nach einer Stunde oder so aufgegeben. Obwohl ich die Charakterdesigns so cool finde, extremst cool. Ich glaube, ich habe 2 Stunden oder so gespielt. Mit den ganzen Dialogen. Und ein neues Mana-Game kommt raus, was ziemlich Genshin-mäßig aussah. Bisschen actionreicher halt, noch als Genshin. Auch halt so bunte 3D-Welt. Man läuft mit seinen Charakteren rum. Action-RPG-mäßig. Und 3D-Pogo-Puschel. Voll toll. Schauen wir mal, was noch kommt. Für God of War kommt irgendein Gratis-DLC raus. Ich so, oh mein Gott, irgendwann müsste ich God of War weiterspielen. Hilfe. Ach, ja, so ist das. Aber schauen wir mal, was noch in der zweiten Hälfte kommt.